Deutschland. Meine Heimat. Das Land zählt zu den dicht besiedelsten Flächenstaaten in Europa. Wer noch echte Wildnis sucht, wird sie hier nicht finden. Aber wer mit offenen Augen durch das Land geht, findet so viel mehr. Vom Wattenmeer bis in die Alpen erstrecken sich Naturlandschaften, die zu den schönsten in Europa zählen. Und Fernwanderwege blicken auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück. Man sagt, es gehört wohl zum Schönsten, was es gibt, sich ein Land zu erwandern. Kommt mit, wir finden es heraus, hier auf dem Nord-Süd-Trail. Stars that shine the way for me show the one that I have followed to see how far I've come. The sun that slowly sets on me be the same to rise tomorrow to see how far I've come. The only point of clocks and maps, the only point of looking back is to see how far we've come. The sun that slowly sets on me be the same to rise tomorrow to see how far I've come. Ein Zero Day. Das bedeutet ein Tag, an dem man nicht wandert. Ausruhen, die Seele baumeln lassen. So ein Tag dient eigentlich der Erholung, doch ich fühlte mich an diesem Tag zurückgelassen und einsam. Jedoch ist es schwer, melancholisch zu sein, wenn man am nächsten Morgen aufwacht und vom Zauber dieser Welt umarmt wird. Gravel road, I've been asked to slow down. Fireplace, do you know how? Piles of paper, my desk is out. Who will care for the world out? Rest with me, close to curtains, brew some herbal tea. Reach out for me, take my hand and lead even when I disagree. Oh, how I love when it rains outside, and it's okay to slow the ride. Discover books I forget about. Who care for the world now? Rest with me, close the curtains, brew some herbal tea. Reach out for me, take my hand and lead even when I disagree. Take my hand and lead even when I did.
Es passierte hier, an diesem Tag. Auf dem Weg nach Kiel verliebte ich mich in den Norden. Es müssen nicht immer alpine Bergwelten oder tagelange einsame Singletrails sein, um verzaubert zu werden. So wunderschön der Tag auch war, er endete noch besser. Mich erwartete heute noch ein richtiges Bett sowie eine heiße Dusche. Luxus pur, dank lieben Trail Angels aus Kiel. Begegnungen wie diese machen aus einem ansonsten sehr anstrengenden Fernwanderweg ein Vergnügen. Ja, meine lieben Freunde, nicht vom NST, auch wenn es hier so aussieht, sondern das ist hier ein wunderschöner Garten. Und zwar bin ich hier eingeladen worden von zwei super netten Leuten, dem Björn und der Annika. Die haben hier so ein schönes kleines Häuschen. Und schaut euch mal hier den Chefkoch an. Was gibt's denn Gutes? Curry. Ja. Indisches Curry. Indisches Curry. Mal gucken, ob ich das indisch hinkriege. Also super klasse, wie gesagt, die beiden haben mich eingeladen, ich kann hier eine Nacht verbringen, konnte mich gerade duschen, super nett, ich freue mich riesig, ja, und wir genießen hier schön den Abend. Ja, das kann ich sprechen. Ja, ich auch. Keine Ahnung, ich hoffe, es schmeckt. Mal gucken. Salz vielleicht noch. Leider hieß es am nächsten Tag schon wieder Abschied nehmen. Von Björn und Annika und der schönen Stadt Kiel. Vielleicht einer der größten Nachteile eines Thru-Hikes. Man hat einfach keine Zeit, um sich Städte, Schlösser oder Museen anzusehen. Nach einer kurzen Fahrt mit der Fähre ging es in Kiel-Wellingdorf weiter. Aber nicht alleine. Für den heutigen Tag begleitete mich Thomas, ein echter norddeutscher Jung. Schaut euch das an, Wetter wieder à la carte. Und ich habe heute wieder einen Gastwanderer bei mir. Und zwar hier der Thomas, auch ein norddeutscher Jung, ne, original. Eigentlich mehr im Bikepacking zu Hause, richtig? Ja. Aber der begleitet schon. Bikepacking. Aber ich wandere auch ganz gern mal. Ja, und der begleitet mich heute, finde ich super nett. Und schaut euch mal an, hier wird erstmal Kaffee gemacht, beziehungsweise bei mir eine heiße Schokolade. Und wir haben uns hier frische Erdbeeren gekauft bei einem örtlichen Verkauf. Also uns geht es gut. Und bestes Wetter. Ja, super. Herrlich.
Ja, ein weiterer schöner Morgen hier auf dem NST. Ich gehe hier einen wunderschönen Weg Richtung Plön. Also generell muss ich sagen, dass der E1 wirklich ab Schleswig sehr schön wird, sehr abwechslungsreich. Hätte ich vorher so auch wirklich nicht erwartet. Wunderbar. Aber der Hauptgrund, warum ich mich melde, ist, wir haben wieder was zu feiern. Und zwar eine neue Kilometermarke. Und siehe da, 300 Kilometer auf dem NST. Das bedeutet, wir haben noch 3082 Kilometer. Was heißt hier nur noch? Aber bei der nächsten 100 Kilometer Marke verschwindet wenigstens diese böse, fiese 3, die große 3 davor. Naja, weiter geht's auf diesem wunderschönen Pfad hier.
Ich bin hier auf einem wunderschönen Privatplatz. Und zwar gehört dieses auch zu dem Projekt Wildes Schleswig-Holstein, nur halt auf einem Privatgelände. Deswegen muss man sich da vorher telefonisch oder per E-Mail melden. Das habe ich getan. Und schaut mal her, hier kann ich schön mein Zelt aufbauen und es gibt sogar eine Feuerstelle, voll geil. Ich werde mir, glaube ich, heute zum allerersten Mal überhaupt auf einer Fernwanderung ein kleines Feuerchen machen. Habe ich Bock drauf. Man hat mir sogar Grillanzünder hier hingelegt, also für die Ultranaps. Ne? Da lachen jetzt die Buschkräfter wieder drüber. Ja, und in der wunderschönen Ecke werde ich mein Zelt aufbauen. Ja, und dann werde ich wohl den Regen erwarten, der morgen auf jeden Fall kommt. Aber ich finde dieses Projekt Wildes Schleswig-Holstein wirklich so geil. Also auch hier auf diesem Privatplatz, man trifft nette Leute, die haben hier genug Platz, die geben das gerne ab. Super klasse, wirklich. Ich bin voll begeistert. Regel Nummer 1. Embrace the suck. Umarme die Nässe, den Regen, die Kälte. Lerne das Schlechte und Unangenehme auf einem Fernwanderweg zu lieben. Keine Ausrüstung, so teuer sie auch ist, schützt dich vor diesen Momenten auf dem Trail. Embrace the suck. Akzeptiere die unangenehmen Momente. Nur dann wirst du einen Fernwanderweg vielleicht beenden können. Nachdem es schon die ganze Nacht geregnet hatte, stoppte ich an dieser kleinen Hütte. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich hier gesessen habe, aber hätte ich geahnt, dass es den ganzen Tag stark durchregnet, wäre ich hier geblieben und hätte in dieser Hütte übernachtet. Nee, was ist das für ein Wetter? Leckt nicht an der Füße. Oder besser nicht. Ja, ihr Lieben, ich gehe mit großen Schritten auf Neustadt zu. Da muss ich wieder ein paar Sachen einkaufen. Und wie gesagt, hinter Neustadt werde ich mir irgendwie wohl einen Campingplatz suchen. Ja, guckt euch das Wetter an. Ich bin trotzdem irgendwie total euphorisiert. Es lässt sich heute super laufen. Endlich mal ein bisschen kühler. Das war die letzten Tage wirklich so heiß und dann immer 37 bis 40 Kilometer, die ich da gelaufen bin. Man merkt schon, das Wetter ist eigentlich besser zum Laufen, obwohl es scheiße ist. Nein, ich bin aber auch ein bisschen euphorisiert, weil ich habe mir jetzt 2 Nächte ein Hotel gebucht in Lübeck. Da mache ich da mal schön 2 Zero Days. Habe ich richtig Bock drauf. Und die wasserdichten Socken, die sind so geil. Hier interessiert mich alles überhaupt nicht. Kann ich nur empfehlen.
Regel Nummer 2. Genehmige die Ruhetage und höre auf deinen Körper. Gerade am Anfang einer Fernwanderung fühlt man sich unverwundbar. Und ein 40-Kilometer-Tag folgt auf den anderen. Viele Abbrüche und Verletzungen resultieren aus dieser Selbstüberschätzung. Es gibt mal wieder was zu feiern, liebe Leute. Und zwar 400 Kilometer auf dem NST. Donnerwetter. Die nächsten 100 haben wir schon mal eine runde Zahl. Ne? Nee, aber mit 400 Kilometer bin ich tatsächlich statistisch jetzt mehr gelaufen als der Bundesbürger im Jahr. Das muss man sich mal überlegen. Ich weiß, meine Zielgruppe hier auf diesem Kanal, die laufen alle mehr. Aber statistisch ist das wirklich eine Marke. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Ein trauriger Augenblick. Kurz vor Lübeck schaute ich noch einmal Richtung Travemünde. Es war das letzte Mal, dass ich das Meer auf meiner Reise sehen würde. Zwei wohlverdiente Zero Days in Lübeck. Nach den regnerischen Tagen eine Wohltat für Mensch und Material. Einer der seltenen Augenblicke auf dem Trail. Sich mal die Zeit nehmen, sich ein wenig in der Stadt umzusehen. Ja, meine Lieben, ihr wollt bestimmt wissen, wie sieht so eine richtige Hiker-Trash-Hotelbude aus. Hier könnt ihr mal sehen, der Daumen quillt hier ausgebreitet zum Lüften. Den Rucksack habe ich auch leer gemacht, damit er mal richtig schön lüften kann. Hier liegt das ganze Geröde schön auch hier zum Trocknen. Natürlich wird hier Strom gesaugt ohne Ende, ganz klar. Hier auf diesem schönen Schrank trocknet mein Netzzelt. Hier habe ich meine Überleit drüber geschmissen. So, jetzt gehen wir mal in den Flur. Ja, hier hängt mein Tarp zum Trocknen. Mein Gott, das stinkt aber auch. So, hier ist das feudale Bad. Hier ist die berühmte NST-Suppe. Keine Suppe für Sie. Keine Suppe für Sie! Okay, das sind die Insider. Wer diesen Witz verstehen will, der sollte sich eine Folge der Comedy-Serie Seinfeld reinziehen. Und zwar die Folge heißt Der Suppennazi. Dann versteht ihr. Hier liegt auch noch mein Schirm. Und um die Ecke auch noch einige Sachen zum Trocknen. Ja, das ist hier halt so eine Original-Hiker-Trash-Bude. Mecklenburg-Vorpommern. Für ein paar Kilometer verließ ich den E1 und wanderte entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Das Grüne Band, wie es jetzt heißt, ist ein 1400 Kilometer langer Geländestreifen und somit der größte Biotopverbund Deutschlands. Nach dem leider viel zu kurzen Abschnitt in die östlichen Bundesländer
ging es nun langsam Richtung Hamburg und somit auch zum Ende des nördlichen Abschnitts des NST. Sounds
Ach ja, so langsam gehe ich auf Hamburg zu. Habe jetzt die ganze Seen- und Flusslandschaft hinter mir gelassen. Die Mücken werden auch schon weniger, Gott sei Dank. Aber holla, was haben wir denn da? 500 Kilometer auf dem NST. Ja, ein Grund zum Feiern, auf jeden Fall. Eine runde Zahl. 500 Kilometer. Leck mich an den Füßen. Ja, bei 1000 Kilometer gibt es da mal ein kleines Tänzchen. Ne? Da muss ich ja mal was Besonderes bieten. Das habe ich jetzt schon wieder erzählt. Mann. Tja, ihr Lieben, Glück muss man haben. Das war heute auf jeden Fall bei der brüllenden Hitze eine ganz schöne Monster-Etappe. Das müssen weit über 40 Kilometer gewesen sein. Ich erreiche morgen schon Hamburg-Bergedorf. Ich habe das gedacht eigentlich, da würde ich erst übermorgen hinkommen. Also Wahnsinn, richtig cool. Und ja, ich campe heute mal wieder wild und war ein bisschen was am Suchen, irgendeine frisch gemähte Wiese oder irgendwas. Und dann habe ich gesehen, komm, läufst du noch ein Stück weiter, da gibt es so eine Art Festwiese, so war das ausgezeichnet. Ja, die Festwiese entpuppte sich als ja, Fußballfeld, will ich das mal nennen, aber hier wurde schon länger nicht mehr gespielt. Ja, und hier sind überall Pferde um mich rum. Da ist auch so ein Gestüt. Und ja, da habe ich mir einfach gesagt, komm, frag sie einfach mal höflich. Dann bin ich so zu den Reiterinnen hingegangen, habe gesagt, ja, ich laufe hier Nord-Süd-Trail und ob sie was dagegen hätten, wenn ich hier eine Nacht mein Zelt aufschlagen würde, mich ein bisschen erhole, nur mach auch nichts und so. Und die haben überhaupt nicht meine Frage verstanden. Die guckten mich an und sagten, mach doch einfach. Klar, mach. Und ich so, ja, gut, danke. Ne? Sensationell. Man sagt die Norddeutschen immer so nach, die werden so unterkühlt und finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde, die sind ziemlich locker drauf sogar. So, jetzt gibt es erstmal schön Nudeln hier, halbe Stunde aus der Hitzetasche. Müssten doch jetzt weich sein. Butterweich. Oh. Naja, es gibt Besseres. Tief durchatmen. Die Stille genießen. Kraft tanken. Und noch einmal die Natur spüren. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. In den nächsten 2 Tagen muss ich durch die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Hamburg. Es ist wirklich schade, dass ich jetzt so langsam Schleswig-Holstein verlassen muss. Ein Bundesland, was mich absolut überrascht hat. Mit dieser Schönheit hätte ich nicht gerechnet. Gerne hätte ich noch mehr Zeit hier verbracht. Aber die Reise geht weiter.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Also ab Kuhdewörde, da könnt ihr euch wirklich freuen. Da kommt hier ein wunderschöner Abschnitt. Ein Single Trail jagt dem anderen. Wunderbar, guckt euch das mal an hier. Sensationell eigentlich. An so einem schönen Bachlauf entlang. Sollte man gar nicht vermuten, wenn man so langsam auf Hamburg zugeht, dass noch hier so schöne Abschnitte kommen. So, meine Lieben, an dieser unscheinbaren Brücke befindet sich die Landesgrenze. Noch bin ich in Schleswig-Holstein. Ich glaube, das ist sogar die längste Sektion. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Und jetzt betrete ich Hamburg. Ja, dann würde ich sagen, rocken wir Hamburg mal schnell durch, oder? Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ich bin mit Mini-Gepäck unterwegs. Total geil. Das sind jetzt die beiden Etappen, vor denen ich mich am meisten gefürchtet habe. Nein, nicht die alpinen Etappen im Gekraxel im Hochgebirge. Nein, tatsächlich der Gang durch eine Großstadt. Wer fühlt sich da nicht doof, mit einem Trekking-Rucksack durch eine Großstadt zu marschieren? Habe ich elegant gelöst. 3 Nächte Hotel, also eher eine Absteige, direkt am Bahnhof. 30 € die Nacht. Aber kann jetzt eine Etappe von unter 50 Kilometern entspannt in 2 Tagen laufen. Mit leichtem Gepäck. Richtig, also alles richtig gemacht, finde ich. Ich hätte mir zwar gerne ein Fußballspiel morgen angeguckt von FC Falke oder von Altona, aber wegen Corona ist ja Sense mit Fußball, schade. Aber so genieße ich jetzt einfach irgendwie, ich glaube die Amerikaner nennen das Slackpacking, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Ich genieße auf jeden Fall die 2 Tage hier lockeren Gang durch Hamburg. Ja, meine Lieben, eine neue Kilometermarke ist erreicht. Und zwar genau hier am Trailhead des Heidschnuckenwegs. Das ist echt purer Zufall, aber tatsächlich, wie ihr sehen könnt, 600 Kilometer auf dem NST genau hier am Trailhead des Heidschnuckenwegs. Und damit ist der nördliche Abschnitt auch Geschichte. Also ich nenne ihn jetzt einfach mal den nördlichen Abschnitt. Ja, dann geht es jetzt in die Lüneburger Heide. Der Trailhead des Heidschnuckenwegs. Vor genau 69 Tagen stand ich hier schon einmal, genau an derselben Stelle. Überglücklich und 10 Kilo schwerer. Es war für mich der eigentliche Startpunkt des NST für 2020, aber das ist eine andere Geschichte.